Das hier ist die letzte Rennstunde vom 24-Stunden-Rennen aus Portugal. Wir liegen auf Platz 2 und die ganze Nacht haben wir uns von mehr als einer Runde Rückstand auf nur 23 Sekunden herangekämpft. Und dann, in meinem letzten Stint, geht die Karre kaputt. Mein Kart hat Aussetzer, hey, mein Kart hat Aussetzer. Ich stehe hier. 10 bis 15 Sekunden langsamer und das pro Runde. Und ich konnte nichts machen. Wie gewöhnlich bei diesen Rennen sind wir mit PF Racing am Start, und zwar Christian, Vika, Niklas und ich nehmen diese Herausforderung der 24 Stunden in Portugal an. Und ja, es hätte nicht besser starten können, denn Christian hat uns die Pole Position bei absolut schweren Bedingungen gesichert. Es war eine Hot Lap Quali, also jeder ist nur eine Runde gefahren und Christian hat dann überragend guten Job gemacht und uns dann die Pole gesichert. Und auch die nächsten Stunden konnten wir permanent die Zeiten der Top 3 mitgehen. Also es sah sehr, sehr vielversprechend aus für den Anfang. Wer Pole in der Quali fährt, hat auch die Ehre für den Le Mans Start. Da ist Christian nicht drum rumgekommen, hat es aber perfekt gemacht, ist schnell am Kart gewesen, früh auf dem Gas und P1 verteidigt. Für uns lief bis dahin alles wirklich nach Plan. Den Starter. Hab voll das Pedal verpasst. Das war ein richtig guter Start von Christian. Er ist richtig gut weggekommen. Früh aufs Gas. Jetzt machen wir mal den ersten Taktik-Move gleich. Also ich fahr rein, ja. Boah, aber sie ist schon ziemlich trocken, ja. Für uns lief wirklich alles nach Plan. Wir haben früh die Boxenstopps geplant, denn die Strecke, wie ihr seht, war ja noch ein bisschen nass. Und wir haben gedacht, okay, wir stoppen früh, wir verbrauchen ein paar unserer Joker, um so dann Zeit wirklich zu holen gegenüber den anderen Teams. Aber diese Idee hatten auch viele andere Teams. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, war, dass die Kartunterschiede wirklich so groß waren, dass die Joker nachher wirklich von allerhöchster Bedeutung waren und wir vielleicht ein oder zwei davon zu früh weggegeben haben. Denn dann passierte uns natürlich das, was passieren musste: Kartdefekt. Vika ist mitten auf der Strecke liegen geblieben, musste sein Nummernschild nehmen und in die Box sprinten. Wir haben die Zeit gut geschrieben bekommen, allerdings hatten wir dann noch einen Joker weniger an dieser Stelle. Rückschläge gehören natürlich zu einem 26-Stunden-Rennen dazu und es gibt immer mal wieder Phasen, wo es bergauf geht, wo es bergab geht. Und nach dieser Situation mit Vika ging es für uns nur noch bergab. Also wir haben in Summe irgendwo eine Runde liegen lassen, weil die Karts waren schlecht, wir waren wahrscheinlich mental nicht gut drauf. Also haben wir irgendwo eine ganze Runde oder vielleicht auch ein bisschen mehr verbummelt. Wir haben alles gegeben und ja, in der Nacht ging es dann etwas besser. Wir sind in die Nacht reingefahren. Niklas ist viel gefahren, also alle sind viel gefahren und naja, wir konnten dann bis zum Ende, als ich den letzten Turn eingestiegen bin, bis auf 23 Sekunden an Platz 1 wieder reinfahren und es ging noch eine Stunde. Also wenn ihr bedenkt, dass manchmal die 1,5, 1,8 Sekunden Kartunterschied hatten, war in dem letzten Stint noch alles drin.
Mein Kart hat Aussetzer, hey, mein Kart hat Aussetzer. Ich stehe hier, ich fahre 30 Sekunden langsamer. Also ich rolle gerade aus, ja. Jetzt geht's wieder. Ha? Soll ich einfach reinkommen? Weil ich habe Aussetzer. Soll ich reinkommen? Ja, weil ich fahre jetzt noch eine Runde. Aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, was ich für eine Rundenzeit fahre. Ja, fährt nicht mehr. Vergessen. Was eine absolute Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt geht die Karre auch noch aus. Also wir hatten in dem Moment das gleiche Problem, womit Vika liegen geblieben ist. Jetzt wissen wir, dass die ganzen Spritfilter aufgrund was auch immer verdreckt oder verschmutzt waren und die Karts nicht richtig das Benzin ansaugen konnten. Und daher kamen diese Aussetzer und naja, ich war in diesem Moment auf jeden Fall ratlos, denn für eure Information, wir haben ja gerade den letzten Boxenstopp gemacht, das heißt, wir konnten nicht nochmal reinkommen. Ich habe aber versucht, parallel mit der Rennleitung zu klären, ob wir diese Zeit wiederbekommen können. Hallo? Yeah, the engine is cutting. I'm losing power. Okay, gib mir Niklas back. Also wenn wir jetzt reinkommen, wir kriegen die 330 nicht zurück, ja? Ich fahre jetzt so lange, bis ich stehen bleibe. Ja. Jetzt geht aus, jetzt aber doch nicht. Jetzt rolle ich weiter. Zu dem Zeitpunkt war dann jetzt leider schon klar, dass es für den Sieg nicht reichen wird, denn ich war teilweise 10 oder 15 Sekunden langsamer als die Erstplatzierten. Und jetzt mussten wir natürlich sogar schauen, wie viel Vorsprung haben wir auf Platz 3, denn es war ja noch eine Stunde zu gehen und wir haben irgendwie 1,5 Runden, glaube ich, Vorsprung oder eine Runde. Das heißt, hin und wieder ging die Karre, ja, dann fuhr die ganz normal und dann zwischendurch ging sie fast aus, aber nie so, dass sie ganz ausging. Also das Kart hat unheimlich angefangen zu stottern und ist dann fast stehen geblieben, aber das auch nur in manchen Runden, auch nicht immer. Ich habe also versucht, irgendwann von den Curbs wegzubleiben oder noch ruhiger zu bleiben, aber es war ganz random und naja, wir mussten halt anfangen, nach hinten zu schauen und gegebenenfalls in Kauf zu nehmen, dass wir sogar nur Dritter werden. Ich fahre einfach an mir vorbei. Ja, Junge, der Motor geht aus, ja. Immer wenn ich um eine Kurve fahre und er springt ein bisschen, geht er aus. Junge, was ist das denn jetzt? Und er sagt zu mir, ich kann kommen, dann müssen wir bei 3 Minuten 30 in der Box stehen. Ja? Ist das so? Das hier ist jetzt P3 zu dem Zeitpunkt. Die haben sich jetzt zurückgerundet, sind also jetzt in der gleichen Runde wie ich und wir haben noch, ich glaube, eine halbe Stunde zu gehen. Wird also sehr, sehr knapp. Ich denke, das ist jetzt hier die vorletzte Runde und ja, wir werden sehr enttäuscht sein, ne? Auch wenn es jetzt für Platz 2 gereicht hat, aber wir haben uns halt wirklich in den zweiten 2 Stunden des Rennens den allerweitesten aufgerissen und sind wirklich bis auf 25 Sekunden an der ersten wieder zurückgekommen.
Und wenn das jetzt hier der Outcome ist, so mit einem Kart-Defekt in der letzten Stunde, mit einem Kart-Defekt nach 10 Stunden, ja, weiß ich nicht. Fühlt sich nicht gut an. Schade, ja. Sind wir so gut zurückgekommen. Und ja, dann hast du so einen Mist hier irgendwie. Ja, ich muss jetzt nur noch das Ding irgendwie über Start und Ziel kriegen. Ja. Ja, okay. Ja, unglaublich. Unglaublich. Ja, also Platz 2 ins Ziel gemogelt. Das haben wir irgendwie noch hingekriegt. Ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden Vorsprung das jetzt auf Platz 3 waren. Aber sicherlich weniger als eine halbe Runde. Sehr enttäuschtes Ergebnis. Klar, Zweiter ist cool. Aber boah, wenn du das Rennen eigentlich so gut zurückkommst und richtig gute Chancen auf den Sieg hast. Und das wird ja in der letzten Stunde so fies genommen. Ja, das fühlt sich nicht gut an, das sage ich euch. Aber nun gut, das war's an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Eine kleine Sache noch, und zwar, das ist jetzt das erste Video zu 24-Stunden-Rennen und ich habe jetzt noch wir haben eine ganze Menge 24-Stunden-Rennen jetzt vor der Brust und ich würde euch gerne aktiv fragen wollen, was möchtet ihr sehen? Ich werde von jedem 24-Stunden-Rennen ein Video machen und das war jetzt mal so ein kleiner Versuch und ich würde mich über Resonanz und Feedback freuen, wie wir gemeinsam denn solche 24-Stunden-Rennen aufbauen können, damit wir die cool und interessant in Videos verpacken. Also, haut mal in die Tasten und ich danke euch. Bis bald.